In diesem Video sprechen wir über mögliche Trendänderungen. Sie können auf diesem Chart sehen, dass der Kurs sinkt, während der Haupttrend, der durch diese beiden gleitenden Durchschnitte angezeigt wird, immer noch steigt. Wenn der Kurs jedoch unter die beiden gleitenden Durchschnitte fällt, könnte das ein Hinweis auf eine Änderung des langfristigen Trends sein. Zoomen wir also in das Chart hier hinein. Heute ist der 15. Januar. Ich musste das Robot-Trading-System mit einem anderen Trading-Konto neu starten, weil ich letzte Woche nicht in der Lage war, mein MetaQuotes-Demo-Investor-Passwort zu ändern. Und das ist eigentlich erforderlich, um die Statistiken auf myfxbook.com zu aktualisieren. Und ich habe erfahren, dass FXBlue keine MetaQuotes-Demo-Konten unterstützt, sodass ich meine Statistiken nicht veröffentlichen konnte. Der letzte Trade heute ist etwa 2 Stunden her. Derzeit sind wir $520 im Gewinn. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wir das System konfigurieren sollen, um mit einer möglichen Trendwende hier umzugehen. Wir haben in den letzten Tagen eine Menge Trades getätigt, aber im Moment sieht es so aus, als ob der Kurs hier unter die beiden gleitenden Durchschnitte fallen könnte. Und wenn das der Fall ist, brauchen wir eine Regel dafür, was wir tun wollen und wann wir es tun wollen. Die meisten diskretionären Händler würden eine emotionale Entscheidung treffen, aber wir sind in der Lage, Dinge zu messen. Wenn Sie zum Beispiel auf das Chart klicken und die Maustaste in der Mitte drücken, können Sie den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem oberen gleitenden Durchschnitt messen, der im Moment 318 Punkte beträgt. Und Sie können eine Regel festlegen, dass das System nur dann handelt, wenn der Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem aktuellen Kurs mindestens 200 Punkte beträgt. Wenn wir hier aufhören zu handeln, könnte es allerdings 2 oder 3 Wochen dauern, bis sich der Haupttrend tatsächlich so weit verändert hat, dass der Kurs unter den beiden gleitenden Durchschnitten liegt. Und wir brauchen auch noch eine Überkreuzung, denn solange der grüne gleitende Durchschnitt über dem roten liegt, handelt es sich immer noch um einen gültigen Aufwärtstrend. Wenn wir so weit wie möglich in das Chart hineinzoomen und den automatischen Bildlauf für den Moment deaktivieren, können wir sehen, dass dieser Aufwärtstrend seit November 2023 gültig ist und wir hier keine Überkreuzungen gesehen haben. Der Kurs hat den oberen gleitenden Durchschnitt zweimal berührt, aber dieses Mal ist er sehr nah dran. Derzeit haben wir keine offenen Trades, es gibt also 2 mögliche Optionen. Entweder bleibt der Kurs in einer Spanne, in der das System entscheidet, dass der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten groß genug ist. In diesem Fall wird es weitere Buy-Trades eröffnen. Oder wenn der Kurs den Mindestabstand unterschreitet oder die gleitenden Durchschnitte kreuzt, wartet das System, bis der Kurs wieder in den Kaufbereich kommt, in dem der Handel erlaubt ist, oder es wartet, bis der Haupttrend in einen Abwärtstrend übergeht. Und bis jetzt bin ich mit den Ergebnissen zufrieden. Natürlich könnten wir die Positionsgröße oder das Risikoniveau erhöhen, aber mir geht es mehr um Stabilität. Wir werden also sehen, wie es diese Woche weitergeht. Und das war's für dieses Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Übrigens, das ist die Statistikseite. Sie können auf den Link unter der Videobeschreibung klicken und hier alle Details analysieren. In meinem Fall ist es Deutsch, weil ich aus Deutschland komme, aber es wird die Muttersprache Ihres Betriebssystems erkannt. Das war's also für den Moment. Wenn Sie Ihr eigenes Trading-System programmieren möchten oder daran interessiert sind, diesen Roboter zu mieten, können Sie mich entweder kontaktieren oder meine Website besuchen. Für den Moment danke ich Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.